Willkommen zu einem neuen Webflow-Tutorial. Heute ein bisschen eher was für Fortgeschrittene, weil wir ein bisschen Custom Code, also eigenen Code hinzufügen müssen, um diese Funktion hier zu bewerkstelligen. Und ich finde es aber mal ganz interessant, weil mir wurde das Ganze von einem Online-Kurs-Teilnehmer eben geschickt, der das bei einer Agentur aus der Schweiz gesehen hat. Und die haben hier so einen eigenen quasi wie so ein Hintergrundvideo integriert und sobald man hier auf Play drückt, fängt das Ganze auch mit Ton an sich abzuspielen und man kann das muten. Die haben hier noch ein bisschen ein UI-Problem, dass sich das eine irgendwie nicht ausblendet, aber im Prinzip eigentlich ganz nett, ja, dass man so eine Funktion quasi mit einem eigenen Player quasi integriert in der Website und dazu wird Vimeo als Quelle für das Video-Hosting quasi verwendet und das Ganze, wie das bei uns aussieht, ist folgendermaßen, dass wir eben auch ein bisschen abgedunkelteren Video haben mit einem Unmute-Button und sobald wir den klicken, verschwindet der und du hörst das im Hintergrund, die Musik. Ja, das Video fängt von vorne an und wird auch ein bisschen heller und ein bisschen rangezoomt und sobald wir eben diesen Pause-Button klicken, zoomt sich das wieder ran, wird ausgegraut und ja, das ist einfach so unsere Funktion. Das heißt, wir haben hier kein Vor-Zurück-Scrollen des Videos, aber das ist dir einfach möglich, mal einen ganz eigenen Player quasi so mit Webflow zu bauen und es ist nur ganz wenig Code, den man da eigentlich schreiben muss und ich sag's gleich am Anfang, ich bin auch jemand, ich kann kein JavaScript schreiben, ja. Ich kann es und ich will dir trotzdem mal diesen Prozess zeigen, wie ich quasi dann rangehe, wenn ich so ein Beispiel wie das eben dann sehe und mir den einfach anschaue, wie die das gebaut haben im Quellcode und dann zusammen mir quasi Sachen auch rauskopiere, wo ich denke, das könnte sein, was wir brauchen und so weiter, dass du da einfach mal in diese Denkweise reinkommst, weil das sozusagen das nächste Level ist, wenn du eben mit Webflow schon sehr vertraut bist und dann einfach auch merkst, ich will mal bestimmte solche Funktionen auch mal zusätzlich bauen, die ich einfach nicht selbst auch schreiben kann, ja. Dann ist es, glaube ich, einfach nützlich zu wissen, so ein bisschen, nach was sucht man dann, was für Begriffe gibt man da ein, ja, und dass man einfach auch so ein bisschen lernt, diesen Custom Code, JavaScript Code zum Beispiel oder jQuery, dass man das einfach lernt zu verstehen, was da steht, ja, darum geht es eigentlich. Man muss es gar nicht selbst schreiben können, sondern einfach sich dann Sachen zusammenkopieren und das Ganze machen wir heute im Video. Es geht ein bisschen länger, aber dafür hast du am Ende mal so einen kompletten Prozess, wie man quasi an sowas dann rangehen könnte. Also, viel Spaß dabei, los geht's. Übrigens auch eine ganz coole Seite, die du gerne mal ein bisschen anschauen kannst. Und wie gehe ich jetzt an so ein Thema ran, wenn ich irgendwie sowas sehe bei einer Webflow-Seite, wo ich auch weiß, die ist mit Webflow umgesetzt. Aha, wie haben sie denn sowas gemacht? Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Wir haben im Hintergrund ein Background-Video-Element, wo man ja denken könnte, vielleicht ist das von Webflow selber die Komponente, aber das sieht mir hier ein bisschen schärfer aus, deswegen denke ich schon mal, das haben sie was Externes eingebunden. Und wenn wir jetzt hier auf den Play-Button klicken, dann kommt jetzt, spielt quasi sich das Video von vorne an. Du hast vielleicht ein bisschen im Hintergrund die Stimme gehört. Ich habe hier einen Unmute und einen Mute-Button aber der Play-Button geht irgendwie nicht weg. Also irgendwas haben sie hier noch vergeigt. Also es sollte, eins von beiden brauche ich ja nicht mehr. Im Prinzip ist das die gleiche Funktion jetzt mittlerweile. Wenn ich hier jetzt Play drücke, geht ja auch der Ton wieder los. Also ich würde es vielleicht eher so machen, dass wir in der Mitte hier einen Unmute-Button haben und der verschwindet dann. Und dann haben wir eigentlich hier nur noch Play oder Pause. Also Play-Pause-Button. Mehr braucht man ja an der Stelle nicht, weil es wird nicht größer oder irgendwas, sondern es ist einfach nur da. So, also das heißt, das hatten wir schon mal geklärt, wie wir es vielleicht irgendwie ein bisschen UX-technisch verbessern könnten oder anders machen könnten. Aber dann schaue ich meistens bei solchen Sachen in den Quellcode rein und gucke, okay, was haben sie denn da jetzt eingebunden? Ja? Gehen wir jetzt hier mal also in Spec-Modus rein und sehen hier Team Video Embed, das ist wahrscheinlich das Ding. Und dann sehen wir gleich, sie haben einen Vimeo-Player benutzt. Und das ist auch der Ort oder das, was die meisten dann machen, wenn sie eben ein Video einbinden wollen mit Ton, das on-click quasi abgespielt wird. Und bei Vimeo gibt's bezahlte Accounts und zu dem Thema heute, wenn du eben dieses Background gleich 1 hier nutzen möchtest, das ist quasi ein Zeichen für Vimeo-Videos, dass sie alle diesen ganzen Player-Styles quasi direkt wegnehmen und das Video spielt sich im Autoplay im Loop quasi ab, ja, ohne Ton. Und das ist dieses Background ist gleich 1, könnte man dann hinter die URL dahinter schreiben und das heißt, das können aber nur, glaube ich, bezahlte Vimeo-Nutzer nutzen, aber auch schon, wenn du einen kleinen bezahlten Plan hast, so wie ich, wegen meinen Online-Kursen, der kostet irgendwie nur 5 Euro im Monat, aber das müsste man sonst noch mal rausfinden, ob das eben auf die gleiche Weise auch möglich ist, wenn man den Player, kann man ja so ein bisschen stylen selber, wenn man das einbinden will in Vimeo. Das jetzt ist eine Variante, wo wir das hier auch nutzen und das Autoplay ist hier auf 0 gestellt. Das wundert mich ein bisschen, weil eigentlich, so wie ich das jetzt gelesen habe, ist das Background ist gleich 1
heißt eigentlich, dass auch das Autoplay automatisch angestellt ist. Wir haben hier also jetzt mal unser Video, das ich hier testhalber mal hochgeladen habe. Ich habe hier die Privacy Settings auf Hide from Vimeo gestellt und Embeddable ist es hier Anywhere. Also überall kann es eingebunden werden und im Prinzip brauchst du dann auch nur hier diesen Link, einfach nur Copy, können wir uns jetzt hier mal kopieren und gehen jetzt mal hier in unser Webflow-Projekt rein und machen schon mal ein Embed-Field, ja, wo wir den Link einfach nur einfügen, dass wir den jetzt schon mal haben. Und dann gehe ich hier auch wirklich tatsächlich hin und kopiere mir quasi dieses Element hier einfach mal, weil die haben es ja anscheinend irgendwie so, ja, schon mal so eingebunden, dass es funktioniert. Zumal mit der Tastatur. Mal gucken, ob das geht oder ob er jetzt auch den ganzen Inhalt mit rauskopiert. Nein, das funktioniert. Machen wir das Line-Wrap mal raus und jetzt schauen wir mal, hier ist unser Link, wo wir im Prinzip einfach nur hier Video und jetzt ist hier die ID. Hier können wir quasi unsere ID jetzt hier eintragen von meinem Video. Jetzt ist Background auf 1 gestellt und das dahinter, Autoplay, das würde ich jetzt einfach mal wegmachen. Ja? Jetzt haben wir hier ein Styling mit drin. Das brauchen wir jetzt hier an der Stelle gar nicht unbedingt. Hier würde ich tatsächlich einfach, ich glaube, das gibt es bei Vimeo, das Width 100% und Height ist gleich 100% einfach mit reinschreiben. Frame Border 0, Allow, Autoplay, genau, und Fullscreen. Gut, brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, aber der ganze Player-Styles sind ja nicht zu sehen. Allow Fullscreen, Data Ready, das ist, glaube ich, was von Webflow vielleicht, können wir wegmachen. So, das war's im Prinzip erstmal. Wir geben dem Ganzen jetzt auf jeden Fall mal eine ID. ID ist gleich dann Vimeo Video. Falls du mehrere Vimeo-Videos auf der gleichen Seite mit dem gleichen Prinzip einbinden willst, müssen alle eindeutige IDs haben. Also einfach nochmal mit einer 1, 2, 3 und so weiter dahinter und dann müsstest du das Ganze, was wir heute machen, quasi immer auch duplizieren. So, wir speichern das Ganze und jetzt müssten wir eigentlich das Video schon mal sehen. Ja, super. Das heißt, das passt schon mal. Jetzt können wir mal hingehen und gucken, okay, wie haben die denn das Ganze jetzt hier so gemacht? Ne? Wir haben ja keine Player-Styles, wir haben so, wenn wir hier klicken, dann spielt sich das ab. Und das ist eigentlich etwas, das kannst du jetzt nicht über das iFrame quasi irgendwie mit JavaScript machen, dass er das Video dann pausiert und abspielt, sondern die müssen hier eigentlich irgendwie die API von Vimeo mit eingebunden haben. Das heißt, hier haben wir es auch, Player Vimeo API. Und da siehst du schon mal an dem Quellcode, dass es schon ja, eine Menge ist, was wir jetzt hier mit eingebunden haben. Musst du einfach abwiegen, ist es ein essentieller Teil von deiner Website. Das heißt, du willst das auf jeden Fall auch haben, dann lohnt sich das vielleicht, das mit einzubinden. Ansonsten gibt es vielleicht auch andere Lösungen, ja, um das jetzt, oder braucht man das jetzt unbedingt sozusagen so, oder reicht es auch, wenn man klickt und das öffnet sich in einem Overlay und dann klickt man und dann dann spielt sich eben das Vimeo-Video ab. Also will man das unbedingt in diesem, genau in so einem Style hier haben? Muss man einfach mal so ein bisschen abwiegen, weil das könnte man dann auch eben in den Pop-up im Vimeo-Player laden, in einem iFrame, dann müsste man da halt auch nochmal Play drücken. Also manchmal kann man auch so ein bisschen abwiegen, ob das überhaupt man braucht. Aber diese API, die schreiben wir uns quasi jetzt hier auch mal mit rein. Habe ich jetzt auch einfach bei denen rauskopiert. Das heißt, wir haben hier die Player Vimeo API drinne. Das laden wir uns mal als Quelle. Und jetzt sehen wir hier, haben die auch nochmal ein Homepage.js, also etwas, was sie selbst geschrieben haben, um die Webflow-Website noch ein bisschen zu erweitern. Und erstmal ein Lob an die natürlich, weil das sehr ausführlich gut dokumentiert ist. Und das ist irgendwie jetzt auch das Tolle am Web, ne? Man kann sich das alles immer so ein bisschen anschauen, man kann sich da auch natürlich was rauskopieren, weil es ist ja hier frei zugänglich und nicht irgendwie versteckt. Und hier sehen wir, dass es eine Home Quote Section hat und dann sehen wir auch eine Home Team Video Section. Und das ist genau das, was wir hier jetzt quasi sehen. Und man könnte ja denken, man kopiert sich das jetzt einfach raus und baut das genauso auf wie die und dann müsste das auch funktionieren. Genau, ja, so in der Richtung könnte man es vielleicht auch machen. Mir erscheint das aber so ein bisschen viel zu sein für das, was wir eigentlich brauchen. Ja, wir haben ja nur eigentlich nur 2 Button, Unmute und Mute. Mehr brauchen wir sozusagen ja nicht. Und deswegen war jetzt meine Intention, einfach mal zu schauen oder einfach mal kurz zu googeln, gibt es dann noch nicht eine Lösung, das jetzt mit der API anzusprechen irgendwie. Und ich habe hier jetzt auf Stack Overflow einer, der ein Vimeo Autoplay Muted Video und Unmute Button quasi einfach wollte, hat hier jemand geantwortet, wie er das machen würde und das habe ich mir hier mal angeschaut, der hat auch dem Video oder dem iFrame eine ID gegeben, das haben wir ja gerade schon und dann im Prinzip das gleiche hier aufgebaut, auch mit dem Background ist gleich 1 und jetzt hat er hier ein Element quasi in die Seite gemacht, mit einem Attribut und das ist ja schon mal super, so können wir das in Webflow eigentlich auch aufbauen, das heißt, das machen wir jetzt hier auch schon mal, um das einfach nur zu testen, ja, wir machen jetzt hier einen Button, schreiben hier mal Unmute rein und jetzt gehen wir hier in die Attribute und sagen, okay, wir machen hier jetzt Vimeo und dann Unmute, ja, und das müsste eigentlich schon passen, so, das heißt, den Code hier können wir uns erstmal rauskopieren. Wir haben auch hier die Player API, die er eingebunden hat und das war es im Prinzip. Das kopieren wir uns jetzt hier also raus
Und das erscheint mir auch erstmal schon, also wenn es irgendwie mit weniger Code möglich ist, dann sollte man es auch mit weniger machen. Ich bin jetzt irgendwie keiner, der JavaScript schreiben kann, aber manchmal hat man so ein Gefühl, wenn man schon ein paar Sachen gemacht hat, ob es irgendwie nicht doch möglich wäre, das vielleicht auch mit weniger Code schreiben zu können. Sehen wir ja auch gleich. Jetzt haben wir hier natürlich ein anderes Attribut drin, da schreiben wir bei uns jetzt das, was wir gerade vergeben haben, Vimeo Unmute rein. Wenn dort geklickt wird, also ich könnte das alles selber auch nicht schreiben, ja, ich kann es aber irgendwie verstehen und lesen und ich kopiere mir dann Sachen einfach immer so zusammen aus dem Web. Und das heißt hier, wenn hier jetzt geklickt wird, fängt eine Funktion an und er sagt, okay, jetzt eben war Player, das ist jetzt was eine Variable, die wir uns jetzt quasi hier anlegen und speichern. Und da geht er jetzt Vimeo auf den Player, den wir hier mit einer ID vergeben. Und da haben wir ja gerade eine ID bei dem iFrame vergeben, Vimeo-Video war das. Und jetzt setzt er eben Player set muted. Und das ist im Prinzip auf False gesetzt, das heißt, es ist nicht mehr gemutet und standardmäßig sind diese Videos, die als iFrame mit dem Background ist gleich 1 eingebunden werden, auf Mute gestellt. Das heißt, das müsste jetzt schon funktionieren. Wenn wir uns das Ganze jetzt veröffentlichen, haben wir im Prinzip schon mal diesen ersten Test gemacht, ob wir das überhaupt benutzen, ob wir das überhaupt so machen können. Ja? Ich unmute das jetzt hier mal und er fängt jetzt an, hier das Video im Hintergrund zu spielen. Du hörst die Musik und mehr kann ich aber nicht machen. Ich kann es jetzt nicht wieder unmuten oder irgendwas. Ja, es läuft jetzt einfach nur mit Ton ab und einfach auch weiter. So. Und das ist das Einzige, was wir jetzt momentan als Funktion haben. Aber das ist ja im Prinzip das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Button, der sieht nachher anders aus. Den packen wir dann da drüber. Wenn wir den klicken, spielt sich das Video einfach von vorne mit Ton ab. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass es sich nicht von vorne abspielt, wenn ich hier klicke. Ja, spielt sich nicht von vorne ab. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen anderen Code und den könnte man, wenn man sich das hier mal anschaut, vielleicht auch so ein bisschen ausdenken. Also ich weiß nicht, könnte man jetzt auch sagen, gut, Play, Pause gibt's wahrscheinlich auch in der kurzen Schreibweise in der Richtung. Wir können aber auch bei denen einfach mal gucken nochmal, wir haben uns ja den Quellcode hier angeschaut, ob die vielleicht hier was haben, was wir uns so ein bisschen abschauen können. Und da ist mir aufgefallen, dass wir eben hier einmal das Pause auf jeden Fall haben und das Play. Die haben sozusagen die gleichen Funktionen auch gebraucht, ja, Pause und Play und Set Current Time auf 0 gestellt. Und das heißt wahrscheinlich, dass er die Zeit, wo es momentan ist, einfach wieder auf 0, also von Anfang an dann sozusagen abspielt. Das heißt, das könnten wir uns hier auch einmal rauskopieren, die Schreibweise, und machen wir hier mal eine neue Zeile und dann brauchen wir aber im Prinzip das gleiche hier auch wieder davor. Also vom Player Set Current Time, von diesem Player quasi auf 0. So, machen wir da hinten auch wieder das Semikolon hin und das heißt, dann müsste das von vorne abspielen. Jetzt gucken wir mal, dass wir kurz den Player, obwohl ist eigentlich egal, schauen wir einfach mal erstmal, ob das funktioniert. Wir kommen gleich zu dem ganzen Styling und Animation etc. Da habe ich das ein bisschen besser eben aufgeräumt. So, jetzt warten wir so ein bisschen. Er fängt hier an, rüber zu schwenken und jetzt mache ich Play und zack, er geht auf die 0 und spielt auch den Ton ab. Ja? So, das heißt, das haben wir schon mal und jetzt könnten wir uns nach der Schreibweise eigentlich auch die anderen Button sozusagen aufbauen, ja. Wir haben also das, was wir hier innen haben, im Prinzip nochmal gleich. Jetzt haben wir mit Vimeo wieder ein Attribut angelegt, nicht Unmute, sondern da nehmen wir jetzt nachher irgendwie Play. Und jetzt könnten wir das hier wieder rausnehmen, weil das Einzige, was wir hier jetzt brauchen, ist Player. Ich glaube, es ist einfach nur, Play. Schauen wir jetzt bei denen nochmal rein. Nicht hier, sondern hier. Pause und Play, genau. Ist eigentlich das, was wir brauchen. Und wir haben die gleiche ID, also betrifft wieder dieses eine iFrame, was wir hier haben. Und das gleiche machen wir dann nochmal und machen dann hier bei Klick auf Vimeo Pause, also ein Attribut, was wir dann dem Pause-Button geben. Und dann wird in der Zeit der andere eben ausgeblendet, ist dann hier auf Pause. So, das ist im Prinzip das, was wir brauchen. Um das nochmal zu überprüfen, können wir das jetzt hier einfach auch einmal testen. Ja, Pause. Und hier machen wir Play. So, das Einzige, was wir hier ändern, ist sozusagen hier das Play als Attribut. Und hier machen wir das Ganze als, was haben wir hier gesagt? Pause. So, das war's. Damit wir das Ganze jetzt hier sehen, machen wir ist ja auch egal, brauchen wir jetzt nicht, also öffentlich, dann gehen wir sowieso ziemlich zügig in den Style-Modus über, dass wir das Ganze hier ein bisschen anders stylen. Jetzt haben wir alle Button. Ich klicke erstmal, vielleicht geht das hier jetzt auch schon, Pause. Guck mal, Pause, Play funktioniert auch. Ja, funktioniert. Wenn ich jetzt auf Unmute gehe, fängt er von vorne an mit Musik. Und ich gehe auf Pause, er hört auf, ich gehe auf Play, fertig. So. Und der Unmute-Button, den brauchen wir im Prinzip eigentlich gar nicht mehr. Der würde dann wieder von vorne reingehen, weil
ja, schauen wir uns das von der UX-Perspektive an. Der kommt dahin auf die Seite, er klickt Play, er will sich's einmal anhören, er merkt, ach, jetzt ist es quasi wieder von vorne, fängt's wieder an, er klickt einfach auf Pause und hat sich's angeschaut. So, das ist ja der Sinn hinter dem Ganzen, dass wir es jetzt nicht als normalen Player stylen, sondern es soll ja ein bisschen was anderes sozusagen darstellen. So, jetzt haben wir das eigentlich alles, die Funktion, die wir brauchen. Mehr brauchen wir hier gar nicht. Und jetzt geht's eben an das ganze Styling. Also, fangen wir mal an. Wir wollen natürlich den Player so ein bisschen im 16:9 Format irgendwie in der Größe her darstellen. Das heißt, wir könnten hier jetzt erstmal unseren Container außenrum machen. Das soll vielleicht die Maximalbreite jetzt erstmal definieren. Da packen wir das Ding hier schon mal rein. Und jetzt haben wir aber für dieses HTML-Embed auch nochmal ein Vimeo Video vielleicht Wrapper. Und da packen wir das Ding hier rein. Und das benennen wir mal Vimeo Embed. So, das Vimeo Video Wrapper, den setzen wir mal auf relativ. Der kann auch 100% in der Breite sein und soll aber, jetzt sage ich mal, in das Element hier haben wir ja hier drinnen schon auf Höhe und Breite auf 100% gestellt. Das heißt, wir können das versuchen jetzt mit absolut hier in alle Bereiche genau und dann mit 100% Breite, 100% Höhe vielleicht das ausfüllen zu lassen. Und jetzt siehst du erstmal, dass es nichts bringt, ja. Aber da gibt es einen kleinen Trick, wie man auch jetzt das Format 16:9 hinbekommt, indem man jetzt hier diesem Wrapper ein Padding gibt. Also die Höhe ist quasi hier auf 0 gestellt, aber der Padding ist dann ungefähr bei 56%. Und jetzt siehst du auch, wenn ich das jetzt kleiner mache, da siehst du ungefähr, wo dann dieser Punkt ist, wo der den Player sozusagen wieder schmaler machen muss, ja, aber ich glaube, es ist irgendwas bei 56% und das sieht jetzt hier ja auch ziemlich richtig aus. Das heißt, jetzt haben wir das Ganze hier schon mal in groß und das war es im Prinzip, ja. Das heißt, wir haben den schon mal größer dargestellt, spielt sich hier immer noch Autoplay ab. So, was brauchen wir als nächstes? Vielleicht sowieso gut, einfach hier mal ein Div nochmal außen rum zu machen mit Video, vielleicht Hero Wrapper, weil wir jetzt ja noch ein paar andere Elemente brauchen, die wir damit reinpacken, ja, diesen Play-Button, den Pause-Button und so weiter. Und jetzt können wir im Prinzip, können wir jetzt uns, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben ja auch so ein bisschen so einen magnetischen Effekt hier mit reingemacht. Das Ganze habe ich schon mal umgesetzt. Lass mal reinschauen in meine Clonable Seite, in meinen Webflow Showcases, genau hier. Easy Magnetic Elements kannst du dir also anklicken, da ist auch das Tutorial dazu drin. Und das Ganze können wir uns jetzt hier also einfach rauskopieren. Muss ich ja jetzt hier nicht irgendwie nochmal ganz neu erfinden hier oder neu schreiben. Das heißt, ich kopiere mir das hier einfach aus dem Projekt raus. Und das ist ja auch das Tolle in Webflow. Wir können uns das projektübergreifend jetzt hier einfach mit einfügen. Und das mache ich jetzt auch. Und dann sitzt es erstmal jetzt hier leider, beziehungsweise wenn wir es da drunter machen, sitzt es, ja, da drunter, das wollen wir auch nicht. Es ist momentan schon auf absolut gesetzt. Müssen wir aber jetzt hier an der Stelle gar nicht machen, sondern wir wollen sowieso das nachher nochmal, sage ich mal, speziell ein bisschen aufgeräumter ansprechen. Das heißt, ich füge das hier ein und sage, hier sind wir dann auf vielleicht Video Unmute Button Wrapper und den setzen wir dann auf Position absolut auch und der soll sich komplett denn dafür müssen wir diesen Video Hero Wrapper erstmal auf relativ setzen. Und dann müsste der sich auch daran orientieren. Genau, das macht er auch. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir eben hier das Embed irgendwie da drüber haben, beziehungsweise ein Z-Index-Problem. So könnte es sein, wenn wir jetzt die Reihenfolge so nehmen. Ja, können wir auch machen. Haben wir zuerst das Vimeo-Video, was im Prinzip im Hintergrund ist. Und jetzt soll der hier aber noch, sage ich mal, mittig sein. Ja, das heißt, den machen wir jetzt noch zack in die Mitte. Und jetzt haben wir zumindest schon mal die Funktion, dass wir hier so einen in der Art magnetischen Button haben. Den stylen wir jetzt noch so ein bisschen um, aber das ist erstmal unser Unmute-Button. Ja? Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir vielleicht so ein bisschen, das haben die jetzt nicht ganz so hier gemacht, die haben es einfach nur so ja, in weiß gemacht, aber wir könnten dem Ganzen ja so ein bisschen, sag ich mal, hier den Gradient nehmen wir mal wieder raus, gehen wir hier mal auf das Weiß, vielleicht so auf 70%, ja, und dann könnten wir hier auf Backdrop-Filter gehen. Das sieht ja vielleicht auch ganz cool aus, wenn wir hier einen Blur nehmen, uns das so ein bisschen reinblurren, vielleicht mit 10 Pixel, dass man es ein bisschen im Hintergrund noch sieht sozusagen. Und jetzt können wir hier auf das Schwarz gehen mit dem Play-Button und hätten dann hier die Möglichkeit, ja, das so ein bisschen damit rumzuspielen, dass man so ein bisschen das durchsieht. Ich weiß nicht, 70 reicht wahrscheinlich. Einfach nur ganz leicht und gehen jetzt hin, ja, sieht so schön milchig aus. Und könnten jetzt hingehen und das Ganze vielleicht, weiß ich nicht, noch ein bisschen bei dem Hover, könnten wir es noch ein bisschen größer machen, auf die 1,2. Und genau, dann braucht das ganze Ding, also dieser Play-Wrapper braucht natürlich noch diesen Attribut, ja.
Vimeo und da haben wir jetzt hier Unmute. Der soll einfach erstmal nur unmuten. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil wir hier hinten natürlich hier noch ein Play-Icon drin haben. Da gehe ich jetzt einfach zu defeathericons.com und da geben wir hier mal Sound ein und da müsste eigentlich, genau, nehmen wir einfach mal das hier, lade ich das hier mal runter und kann man sich das eigentlich auch anschauen? Ne, kann man nicht. Und gehen jetzt hier hin und öffnen das hier einfach mal im Texteditor. Das reicht im Prinzip schon, dass wir uns den Code hier rauskopieren können und gehen jetzt hier rein, fügen den mal da drunter ein. Machen wir einen Line-Wrap an und da sehen wir, dass das auch schon mit Current Color hier reingeschrieben wurde. Das heißt, er übernimmt die Farbe, die als Font-Color eben eingegeben wird in Webflow und das ist der Play-Button, der momentan drin ist. Hier haben wir noch das Breite und Höhe 100%. Das würde ich hier unten jetzt auch mit reinschreiben, beziehungsweise das mache ich eben immer so. Löschen wir jetzt hier nochmal raus. Ich klicke Speichern. Das heißt, hier haben wir schon mal diesen Zeichen, wir wollen das unmuten. Dann machen wir das Ganze hier mit EM und könnten jetzt hier so ein bisschen höher gehen. In der Größe vielleicht, ja, so 1,9 und das Ganze dann auch noch fürs Auge so ein bisschen mehr zentrieren. Beziehungsweise ist es genau mittig. Am Play-Button müsste man immer so ein bisschen fürs Auge nochmal zentrieren, aber der hier ist jetzt schön boxig. Okay, das war es im Prinzip schon mal. Jetzt haben wir also den Unmute-Button schon mal mit drinne. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Ganze jetzt auch vielleicht danach so ein bisschen, sage ich mal, abdunkeln und wenn wir dann auf Play drücken, dann wird es ein bisschen heller und irgendwie ein bisschen nach vorne gezoomt. Das heißt, wir machen hier mal so ein nochmal so ein Vimeo Player Overlay mit rein. Das Ganze können wir auch nicht auf Fixed, sondern auf Absolut setzen. Komplett in die Breite. Das soll aber jetzt hier in den Vimeo Wrapper mit rein. Und zwar auch darunter. Und das geht dann auf die Farbe, ja, schwarz, aber dann halt ein bisschen abgedunkelt, ne? Das geht dann von hier, quasi wird es dann heller. Und ich finde, das hat immer so einen ganz coolen Effekt, wenn man einfach sieht, okay, es passiert jetzt nochmal was. Ich habe geklickt und dann fängt das Video auch an, nochmal von vorne zu spielen, dass einfach nochmal so ein bisschen so ein Indikator da mit drin ist. Das heißt, das Overlay lassen wir hier erstmal mit drin, können wir nachher in der Interaktion dann auf Opacity runterfahren, auf Display None setzen. Das passt soweit aber erstmal. So, ich war noch kurz unten, habe Mittagspause gemacht und war was essen. Und jetzt schauen wir, dass wir das Ding fertig kriegen. Das ist ich sehe, schon ein längeres Video geworden, aber ich meine, ist auch ziemlich detailliert, wie man das Ganze dann eben an das rangehen würde. Und jetzt schauen wir mal an, was hier fehlt. Ich sehe hier gerade, dass wir den Unmute-Button-Wrapper vollflächig gemacht haben. Das müssen wir hier eigentlich gar nicht. Wir können hier mal alles auf Auto stellen und dann sowieso hier den Video Hero Wrapper auf Flexbox mittig stellen. Da hätten wir im Prinzip das gleiche Ergebnis, haben aber dann die Möglichkeit, hier reinzuklicken in den Hintergrund. Und wenn wir hier das auswählen wollen, dann haben wir hier den Video Unmute Button Wrapper. Okay, jetzt haben wir das. Was brauchen wir jetzt noch? Wir haben jetzt nach dem gleichen Prinzip eigentlich noch irgendwie hier oben im Eck dann den Play- und Pause-Button. Das würde ich jetzt mal so machen, dass wir das einfach hier duplizieren. Dann machen wir hier mal Duplicate Video Play Button Wrapper vielleicht einfach mal und den positionieren wir jetzt tatsächlich dann absolut oben rechts. Vielleicht irgendwie so 3, nicht 3%, machen wir mal 3 EM oder ist das zu viel? Ist das zu weit? Ja, 2,5. 2,5. Und dann müssen wir das Ganze auch ein bisschen kleiner vielleicht machen. Schauen wir mal hier jetzt rein. Das kann ja auch so magnetisch sein. Und da machen wir auch Unmute Wrapper. Machen wir hier Play, Pause, Wrapper. Und den stellen wir mal auf, ich mal 4 vielleicht. Brauchen wir den überhaupt zu groß? Ja, dann 5. Oh, nicht 55. Essen hängt mir noch im Bauch. Dann haben wir Unmute-Icon. Da könnte man sagen, machen wir jetzt hier einfach Play, Pause. Ja? Play, Pause, Icon. Gibt's schon. Soll das denn gehen? Machen wir einfach nur Play-Icon. Gibt's das schon? Nein. Und. Das Ganze können wir ein bisschen kleiner stellen. Vielleicht auf 1,7. Ja. So, dann müssen wir hier natürlich auch ein Play-Icon hinpacken. Da habe ich, glaube ich, noch welche hier rausgesucht. Genau, hier haben wir einmal den SVG-Code für das Play-Icon. Mache ich jetzt mal hier drunter. Dann können wir hier auch die Breite und die Höhe wieder ersetzen. Dass wir das hier auf 100% haben. Hauen wir den Code raus. Current Color ist drin. Perfekt. Und dann gibt es den ganzen Button hier nochmal mit Duplicate Pause Button Wrapper und da haben wir dann einen anderen Code drin, das Ding hier.
kurz hier drunter. Breite Höhe rauskopieren. Zack. Das rauslöschen. So, das heißt, den haben wir. Das müssen wir dann irgendwie noch schön animieren. Der ist dann am Anfang Display None und kommt dann zum Vorschein oder auf Opacity einfach runtergestellt. Würde wahrscheinlich auch reichen, dass man den dann einfach nicht sieht. Hier im Designer könnten wir den jetzt einfach drin lassen. Stört nicht, du musst einfach nur wissen, dass der sozusagen noch da drunter ist. Und deswegen sieht der Schatten jetzt auch ein bisschen doppelt gemoppelt aus. Das war im Prinzip erstmal alles, was wir jetzt hier brauchen. Und lass mich überlegen. Ja, also wir könnten auch hier, hätte man vielleicht die gleiche Klasse verwenden können, weil der im Prinzip die gleiche Größe hat, die gleiche Position etc. Es ist nur gut, wenn man jetzt eine eindeutige auch hat, wenn wir den eben raus und rein animieren wollen. Ansonsten haben wir hier den Effekt genauso, dass wir hier so einen magnetischen Effekt haben. Deswegen ja, habe ich das jetzt mal der Einfachheit halber einfach so dupliziert. Jetzt geben wir den 2 Button hier auf jeden Fall noch können wir auch den hier geben, also den Außen. Hier haben wir ja den Pause. Was haben wir jetzt hier nochmal vergeben an Attribut? Vimeo Pause. Das kann der hier sein. Vimeo Pause. Enter. Und hier haben wir Vimeo Play. Genau, das kriegt dann der hier. Vimeo Play. Wo haben wir das hier denn eingegeben? Sollen wir das vielleicht auch auf den Wrapper machen? Hier haben wir das da eingegeben. Ja, finde ich besser. Dann haben wir das überall gleich. Vimeo Unmute. Dann ist das unser Click-Event und darauf ist ja auch die Interaktion. So, das heißt, wenn wir jetzt auf den Unmute-Button klicken, soll der sich raus animieren. Und der kommt auch nicht mehr zum Vorschein, weil er sozusagen ja dann, das Video ist dann auf Ton eingestellt und dann kann man Play-Pause den pausieren. Das heißt, da machen wir jetzt eine Interaktion drauf, die wir sozusagen nur bei einem Klick abfeuern. Start an Animation und dann hier Video Unmute Klick. Das heißt, wenn wir hier klicken, wir haben hier im Hintergrund noch das Overlay. Das können wir hier jetzt auf jeden Fall, das haben wir glaube ich mit der Farbe ja die Opacity runtergezogen. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal, das ist auf 100% als Ausgangslage. All Elements with this class, genau. Und wir machen das Video im Hintergrund vielleicht auch so ein bisschen größer standardmäßig. Ja, so auf 1,45. Oh, das war natürlich ein bisschen groß. 2,5. Vielleicht ist das auch nahezu heftig. Wir gucken einfach mal, was gut wirkt oder ob das nahezu zu viel ist. Aber du siehst, wir müssen hier auf jeden Fall noch das Overflow auf Hidden stellen. Aber das hier ist ein Initial State und das. Und dann gehen wir hier mal nochmal auf den Wrapper und machen den auf Overflow Hidden. Und jetzt gehen wir hier wieder in die Interaktion rein. Und jetzt sehen wir, okay, der ist ein bisschen größer gezoomt. Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen zu groß. Gehen wir hier mal auf 1,8. Oh, ich bin jetzt echt schon bisschen gelähmt. So, 1,6. Und das Ganze soll bei Klick dann, Opacity fährt sich runter, das Video wird hell. Bei Scale geht es auf die Originalgröße zurück und beides in 0,5 Sekunden. Vielleicht mal mit einem Ease einfach nur. Warum hat er hier jetzt das irgendwie so ausgegraut? Weiß nicht. Hab ich noch nie gesehen. So, sieht aber gut aus. Einfach so ein bisschen Indikator, zoomt er quasi rein. Vielleicht doch sogar das Scale ein bisschen größer machen. Ja, dass man es eben auch sieht, dass da was passiert. Und dann muss natürlich der ganze Wrapper an sich verschwinden. Das heißt, der ist auch mit Opacity, machen wir jetzt keine Interaction Trigger, sondern auch Class. Und der ist dann bei 100% können wir da machen und geht dann auf runter. Und es ist auch immer schön, wenn man den nicht einfach nur runter macht, sondern vielleicht auch ein bisschen bewegt in der Y-Achse. Da sind wir auf 0 EM. Oder nimmst du Rem an der Stelle, geht genauso. Und dann gehen wir vielleicht auf 1 EM. Gehen wir dann runter. Wenn du das sehen willst, dann kannst du die auch nochmal tauschen, dass du einfach die Position nochmal siehst. Von dort geht er nach dort. Kann man auch ein bisschen mehr machen. Ich weiß nicht, wir sehen ja dann. Okay, der hier hat noch. Da können wir jetzt ein Out Quad nehmen. Bei Opacity nehme ich meistens ein Ease. Ist vielleicht doch ein bisschen weit unten. 1,5 reicht. So, hier das höher stellen. Nee, muss so ein bisschen gleich sein, vielleicht mit dem, wie das auch rein skaliert, das Video im Hintergrund. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir überlegen. Die sind beide nicht zu sehen. Die sind also beide auf. Ja, die sind beide auf Display None gestellt.
Wichtig, dass du das hier quasi auch dann ausstellst. Und wenn wir hier klicken, wird gleichzeitig der Pause-Button quasi sichtbar. Den müssen wir also hier noch mit reinnehmen. Das heißt, hier Pause-Button, der hat dann ein Opacity von 0 und Hide Show von Display None, standardmäßig, ja. Genauso, falls du das eben vergisst und den hier oben doch darstellst, könntest du das beides hier auch nochmal duplizieren und dann auf den Play-Button projizieren, dass beide mit Sicherheit, sobald die Seite lädt, eben deaktiviert sind und man nicht sieht. So, jetzt soll aber der hier gleichzeitig Duplicate, vielleicht mit so einem kleinen Delay von 0,2 oder sowas oder vielleicht auch 0,4, ja, machen wir mal 0,4 und dann geht das Ganze hier auf hoch und das hier geht auf sichtbar und das können wir beides mit einem Ease machen. Passt. Only siblings with this class. Ja, können wir auch machen. Und Play. So, der geht jetzt hier rein. Ist die Frage, ob wir das jetzt hier mit einem gleichzeitig machen. Machen wir es mal gleichzeitig. Ja, aber irgendwie fehlt da noch was, ne? Der müsste jetzt irgendwie auch... Der müsste jetzt irgendwie hier auch so ein bisschen sich rein bewegen. Geben wir dem vielleicht auch einen Move. Der fängt dann bei -1 EM an und geht dann hier mit einem Move auf die 0-Position. So, schauen wir mal. Out Quad. Okay, der kommt jetzt von oben. Soll aber von unten kommen. Ja, ich glaube, wir brauchen dann tatsächlich das Delay gar nicht. Einfach immer so eine Sache von Gespür, ne? So ein bisschen so ein Gefühl. Der geht weg, der andere kommt hoch. Und vielleicht nehmen wir dann tatsächlich doch genau auch den gleichen Zack, 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 Zack. Passt. Okay, jetzt haben wir das. Dann ist der sichtbar. Und sobald wir den klicken, das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch wieder einen auf Video Pause. Mausklick. Beim ersten Klick Pause oder Video Pause. Klick. Genau. Haben wir, ja, wenn es dir hilft, irgendwie als. Nee, wir haben jetzt hier als Ausgangslage haben wir ja die. Was mir gerade einfällt. Lass mal nochmal zurückschauen. Haben wir da das Display dann auch wieder umgestellt? Bei dem hier? Ja, haben wir auf Hide. Hide Show haben wir hier auf Display Block gestellt. Okay. Ne, passt. So, der hier ist also auch auf Class. Müssen wir jetzt hier eigentlich nicht mehr einstellen, weil der sozusagen ja schon den Display Block bekommt von dem Buttonklick. Das heißt, den hier können wir wieder löschen. Aber sobald hier drauf geklickt wird, muss der hier auf Visible, auf Sichtbar gehen. Und Hide and Show, Display Block und Opacity auf 100%. Ja, und der geht auf Block, genau. Und das gleiche Duplicate brauchen wir im Prinzip ja mit Change Target, mit sich selbst. Nur, dass hier jetzt der wieder auf Display Display None geht und Opacity wieder runtergefahren wird. Und dann könnten wir hier den auch vielleicht wieder runterfahren lassen. Das heißt, wir würden beiden dann, geben wir hier, das geht immer nicht, Glas. Das heißt, wir geben hier beiden vielleicht nochmal diesen Move mit. Müssen wir dann auch bei dem anderen nochmal machen. Der geht also hier auf die 0 EM rein mit einem Out Quad und der hier geht auf Move die 1, was haben wir hier, 1,5 EM raus. Out Quad. Passt, passt, passt. Okay, da passiert jetzt gar nichts. Warum auch immer. Vielleicht weil er noch auf Display None ist. Das heißt, wir könnten die hier auch einfach wieder rauslösen. Dann sind die zwar beide jetzt wieder hier, aber dadurch müssten wir das eigentlich sehen. Ne, sehen wir immer noch nicht. Oder er macht es zu schnell. Wahrscheinlich müssen wir den ans Ende machen. Okay, das geht. Der hier. Vielleicht brauche ich hier doch auch die Initial States.
Das heißt, machen wir mal die 3 hier. Duplicate Initial State. Geben wir die hier auch mal nochmal mit. Gucken, was er dann dazu sagt. 1,5. Okay, jetzt macht er das, oder zumindest er macht das so, dass man es sieht. Und wir können es mal beurteilen, ob wir das so wollen. Zack. Man sieht auch hier, dass das Play-Icon fürs Auge noch ein bisschen mehr zentriert werden müsste. Ja. Wollen wir das so? Wir wollen so. Entscheide ich jetzt einfach. Dann haben wir danach das Ding und dann geht der wieder auf. Passt. Das gleiche, wenn wir hier klicken. Mausklick. Start an Animation. Können wir jetzt hier eigentlich Pause-Klick auf Duplizieren gehen. Machen hier Play, Klick. Eigentlich meiner Meinung nach können wir das hier jetzt rauslöschen. Weil das wird er sowieso direkt ignorieren, sobald er die einmal umgestellt hat. Und das hier, Change Target, kann Pause werden. Und das hier, Change Target, kann Play werden. Und nein, auf die Klasse. So, dann gehen die wieder genau reverse. Passt. Meinst du, das klappt? Schauen wir uns an. Cool wär's. So, wir schauen uns das Ergebnis an. Seite neu laden. Wir hören nichts. Video spielt sich ab. Unmute. Funktioniert. Video geht von vorne. Wir spielen ab. Pause-Button. Video bleibt still. Play. Passiert nichts. Vielleicht müssen wir die rauslöschen. Wir haben doch jetzt überall unsere Attribute drin. Vimeo, Pause, Vimeo. Aha. Hast du da was vergessen oder ich? Dann schauen wir mal. Das müsste jetzt passen. Cool. Ich habe eigentlich sowas auch schon mal gebraucht. Habe es nie gebaut. Jetzt haben wir es. Einmal als schöne Vorlage. Play. Fängt neu an. Pause. Video steht. Ah, aber er fängt immer wieder von vorne an. Okay. Warum fängt er von vorne an? Player, Pause, Player, Play. Schauen wir nochmal hier rein. Hier haben wir das Unmute rausgenommen bei den Attributes. Dafür ist das hier drin, passt. Ah, ich könnte mir was vorstellen. Guck mal, hier haben wir das noch drin, weil wir das dupliziert haben. Beziehungsweise ich. Hier muss es raus. Wir schauen uns das an. Spielt ab. Von vorne. Pause. Play. Pause. Play. Pause. Play. Super. Geht. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Wurde ein bisschen länger, aber ich glaube, ja, so hat man das mal schön kombiniert mit Custom Code und ein bisschen weniger sogar, als jetzt die Agentur das gemacht hat. Ich weiß nicht, das könnte man hier vielleicht auch nochmal schlanker machen. Die Variable hier ist im Prinzip ja immer die gleiche. Könnte man vielleicht auch nochmal oben hinschreiben, dass die alle abschöpfen können. Aber ja, das Clonable findest du in meinen Webflow Showcases. Kannst du dir dann nochmal dort genauer anschauen. Vielleicht bastle ich hier auch nochmal ein bisschen rum, dass man diesen Rein-Raus-Animieren-Effekt auch auf die Button hier noch projiziert, wenn man pausiert. Das wäre auch ganz schick. Aber im Kern hast du es hoffentlich verstanden und ich hoffe, das hatte dir ein bisschen einen Mehrwert gebracht. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.